Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen, aber feinen Kanal Roli backt und kocht. Heute machen wir einen Double Chocolate Brownie. Ja, sowas können eigentlich nur die Amerikaner erfinden. Richtig süß, richtig viel Schoki drin. Leute, wer auf Schoki steht, für den ist das hier ein Pflichtprogramm. Und damit würde ich sagen, machen wir uns schon mal auf den Weg in die Küche. Ja, hallo nochmal. Die Zutaten stehen wie immer unten in der Infobox, sollte ich erwähnen. Das hier ist die Schokolade, die habe ich in kleine Bröckchen zerbröselt und da gebe ich jetzt dann gleich die Butter dazu und das schmelzen wir jetzt gleich zusammen und zwar, jawohl, wir geben es in eine Schüssel und die setzen wir auf einen Topf im Wasserbad. Wenn ihr es direkt in den Topf gebt, verbrennt euch das Ganze, macht keinen Spaß. Dann nehme ich das Mehl und da gebe ich dann das Backpulver schon mal einfach mit dazu, mit dem Löffelchen so ein bisschen abmessen. Und dann kommt auch gleich noch das Salz mit da rein und einmal so ein bisschen drüber. Ja, ich habe hier ein bisschen viel erwischt und ja, einfach mit rein. Ich halte es hoch, 3 Eier in eine Schüssel und die schlagen wir jetzt dann mit der Küchenmaschine oder mit dem Handmixer, mit dem Quirl, schlagen wir das ganz einfach mal auf. Und dann lassen wir da auch schon eine Packung von dem Vanillezucker mal einrieseln, damit sich der schön lösen kann. Und dann natürlich auch noch unseren normalen Zucker. Ihr könnt hier, wenn euch der Kuchen etwas zu süß ist oder ihr es nicht so süß wollt, auch gerne bis auf 100 Gramm runtergehen mit dem Zucker. Eine gute Gelegenheit, zu unserer Schoki zu schauen. Ihr seht schon, das ist ein Traum. Ein bisschen umrühren und ihr seht schon, wie schön das hier zerfließt. Dann habe ich hier noch etwas Vollmilchschokolade, allerdings mit einem höheren Kakaoanteil und das schneide ich hier einfach mal in kleine Würfelchen. Das hauen wir nämlich nachher einfach noch mit in den fertigen Teig rein. Das ist, Leute, wirklich ein Traum. Schauen wir wieder zur geschmolzenen Schokolade. Auch hier einfach rühren und wenn es dann schön zerlaufen ist und verrührt ist, nehmen wir es also runter vom Herd, rühren das Ganze einfach nochmal kurz um. Das geht eigentlich relativ fix und dann lassen wir das Ganze abkühlen. Würden wir das jetzt so heiß in die Eimasse mit reinkippen, oh, Leute, schaut euch dieses Muster an. Oh, ist das nicht ein Traum. Boah, begeistert. Wäre die Schokolade noch zu heiß, würde uns jetzt das Ei schon gerinnen. Das ist also schlecht, also müssen wir vorher die Schoki wieder etwas abkühlen lassen. Dann verrühren wir das Ganze eben, bis wir da eine schöne homogene Farbe in unserer Schüssel haben. Wir drehen mal ein bisschen auf und ihr seht schon, da kommt so eine richtig schöne dunkle Farbe raus. Dann nehmen wir unsere Mehlmischung und die sieben wir da rein und das Mehl wird jetzt einfach nochmal kurz untergerührt. Dauert bei mir so eine gute halbe Minute, würde ich jetzt mal sagen. Also da nicht unendlich viel Zeit machen oder investieren. Halbe Minute, dreiviertel Minute unterrühren, fertig. Ja, Schokowürfel habe ich geschnitten. Was machen wir damit? Rein in den Teig und einfach hier mit dem Schaber kurz nochmal ein bisschen unterheben. So, und damit ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Ich habe hier so eine kleine Form und die ist 20 x 25 cm. Weil ich es gerne etwas höher möchte, da geben wir den Teig rein. Ich habe unten ein Backpapier reingelegt, ihr könnt es auch mit der Butter etwas fetten, geht genauso. Einfach dann ein bisschen verstreichen, ein bisschen stampfen, damit die Luftblasen auch noch rauskommen und dann geht es schon ab in den Ofen bei 180 Grad für 20 bis 25 Minuten. Da müsst ihr aufpassen, dass euch das Ganze nicht verbrennt oder wer es eben innen etwas babbiger mag, der muss eben da nebendran stehen bleiben und nochmal schauen mit der Stäbchenprobe, wie es denn so ausguckt. Ja, ist der Kuchen dann etwas abgekühlt. Ich habe hier etwas Kuvertiere geschmolzen. Ich nehme hier einfach Vollmilch und noch etwas Haselnusskrokant oben drauf. Aber Leute, auch Walnüsse sind da ein echter Knaller. Probiert es aus und danke fürs Zuschauen. Lasst es euch schmecken und ja, wenn es euch geschmeckt hat oder auch nicht, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Roli.